So, wir starten Tag 2 in unserem Projektfahrzeug Hyundai i30N Performance. Heute geht es ans Eingemachte, das heißt, wir wollen mal gucken, welche Informationen liegen im CAN, wie können wir die für unsere Zwecke verarbeiten. Wie wir gestern festgestellt haben, das Werksradio lässt sich mit einem ausgewachsenen Eingangsequalizer korrigieren, dass da ein brauchbares Signal rauskommt. Allerdings perfekt korrigieren nur für eine Lautstärkeeinstellung. Das heißt, ändere ich die Lautstärke am Werksradio, ändert das Radio wieder die Equalizer-Kurve, womit meine Abstimmung des Eingangsequalizers wieder nicht passt. Und wir müssten theoretisch, um auf analogem Wege hier ein brauchbares Audiosignal rauszubekommen, darauf auch dynamisch reagieren können. Und da wollen wir heute mal gucken, ob wir die nötigen Informationen im CAN-Bus finden und wie wir die für diesen Zweck verwursten können. Ich habe schon öfter in Hyundai und Kia Fahrzeugen CAN-Bus ausgelesen, meist in Verbindung mit Soundsystemen. Das heißt, ich habe schon eine ganze Liste von Identifiern, was wo zu finden ist. Und da will ich einfach mal checken heute in diesem Fahrzeug, welche Informationen liegen im CAN-Bus an, wenn kein Soundsystem vorhanden ist. Okay, los geht's. So, dann starten wir mal. Das RC-CAN Open Modul ist an unserem CAN-Bus Abgriff angeschlossen. Darauf steckt der Programmieradapter und damit die USB-Verbindung zu unserem Laptop. Und ich starte die Software im RC-CAN-Modus. Da muss ich vielleicht dem einen oder anderen eine kleine Enttäuschung verpassen. Diese Geschichte ist, da es sicherheitsrelevante Geschichten im Fahrzeug angeht, CAN-Bus-Abgriff und so weiter, dem geschulten Fachhandel vorbehalten. Das heißt, diese Möglichkeit, den CAN-Bus auszulesen und daraus die Firmware zu erstellen, haben nur unsere Gladen Mosconi Fachhändler. Gut, das RC-CAN ist verbunden. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich weiß zufällig von den anderen Hyundai und Kias, die ich schon gemacht habe, wir haben ja CAN-Bus-Geschwindigkeit 100 Kilobit pro Sekunde. Diese Einstellung sende ich erstmal und dann gucke ich mal, welche IDs vorhanden sind, und da kommen auch schon eine ganze Menge CAN-Bus-IDs runtergerasselt. Das sieht schon sehr gut aus. So, jetzt nehme ich meine bisherige Liste und gucke, was ist hier überhaupt vorhanden. Also ganz wichtig, entscheidend für das weitere Vorgehen ist die 0197, ob wir die finden. Die finden wir, denn auf der finden wir den absoluten Lautstärkepegel. So sollte es sein. AV aus, AV an. Jawohl, da sieht man schon, die Lautstärke liegt im CAN-Bus an. Das heißt, das ist schon mal ein Riesenschritt. Wir können externe Zuspieler, digitale Zuspieler, Bluetooth-Module, USB, SPDIF-Adapter, was auch immer, in der Lautstärke regeln mit Lenkradtasten. Wo haben wir hier die Lautstärke? Ja, läuft genauso über die Lenkradtasten wie am Drehknopf selber. Das heißt, wir können externe Zuspieler in der Lautstärke regeln, und was ganz wichtig ist, wenn wir das Werksradio als Quelle nutzen wollen, wir haben den absoluten Lautstärkewert im CAN-Bus und können damit das dynamische Equalizing des Werksradios auch entsprechend korrigieren. So, dann gucken wir mal die 0167. Da müsste
Da liegt ein PDC-Signal, hervorragend. Das heißt, wir können auch auf PDC vorne hinten mit unserem DSP reagieren. Freisprech aktiv sollte auch da sein. Das heißt, ja, Telefon aktiv haben wir. Werde ich gleich mal testen, da muss ich erst mein Handy koppeln. Interessant ist auch noch, diese ID, da müsste uns theoretisch die Fahrstufe angezeigt werden. Das ist im hier leider nicht der Fall, weil es ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe ist. Die absolute Geschwindigkeit werde ich gleich mal auf der Straße testen. Das heißt, wir können km/h auslesen aus dem Fahrzeug, wie schnell gefahren wird und entsprechend eine geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung machen. Was jetzt noch interessant ist, wird die aktive Quelle angezeigt. Da haben wir aktuell Radio. So, da bin ich wieder ein bisschen besser vorbereitet jetzt. Okay, die aktiven Quellen wollte ich prüfen. Und da haben wir Bluetooth Audio. Da haben wir AUX. Da haben wir Telefon aktiv, Freisprechen aktiv. Das ist wunderbar. Die. Freisprechen aktiv. Okay, also selbst bei diesem Fahrzeug ohne Soundsystem haben wir die aktive Quelle, wir haben PDC aktiv, wir haben die absolute Lautstärke, wir haben Unterbrechungen durch Telefon. Das ist schon mal eine ganze Menge, was wir brauchen, um einen externen Media Player bei 100%igem OEM-Komfort hier einzupflegen. Dann gucken wir mal die geschwindigkeitsabhängige Lautstärke. Wo finden wir die? Aber die ID ist nicht aufgelegt. Okay. Die vielleicht bei diesem Fahrzeug woanders mit aufgelegt. Da ändert sich nichts. Haben wir Balance Fader irgendwo? Leider auch nicht. Da muss ich mal gleich weiter suchen im Hidden-Menü. Soundsystem aktivieren, mal gucken, ob sich da was tut.
Was Mittenhöhen haben wir aktuell auch nicht. Gut, ich suche noch mal ein bisschen weiter und werde dann berichten, was wir hier an IDs so finden. So, ich habe jetzt zwischenzeitlich ein bisschen weiter rumgeschnüffelt im CAN und habe auch mal die Firmware gemacht. Also ohne den OEM-Verstärker, ohne den Werksverstärker gibt es alles im CAN-Bus, was wir brauchen, um eine separate Quelle zu integrieren. Das heißt, wir haben die absolute Lautstärke, egal ob Lenkrad, Fernbedienung oder vom Radio bedient, die absolut eingestellte Lautstärke. Wir haben die Quelle, AUX oder Bluetooth aktiv. Wir haben Freisprecheinrichtungen aktiv oder nicht. Und wir haben PDC aktiv oder nicht. Da habe ich jetzt auch schon mal die Firmware für geschrieben. Wenn ich jetzt also hier am Radio die Lautstärke ändere oder die Quelle ändere, dann sehe ich das hier in meinem CAN-Bus-Monitor schon mal vom CAN-Modul ausgelesen und passend für den DSP umgesetzt. Was ich zwischendurch auch noch gemacht habe, ist mit einem Sinussignal 1 Kilohertz habe ich die einzelnen Lautstärkeschritte, die am Radio eingestellten Lautstärkeschritte, den Ausgang gemessen und habe entsprechend die logarithmische Tabelle im CAN-Modul für unseren DSP angepasst, dass die Lautstärkekurve, die logarithmische Kurve, identisch ist mit der vom originalen Hyundai Werksradio. Gut, die Firmware ist fertig. Den CAN-Bus habe ich soweit ausgelesen. Und jetzt installiere ich mal eine digitale Audioquelle dazu und gucke, ob das Ganze in der Praxis funktioniert. So, da sind wir wieder. Ich habe hier mal ein bisschen was umgebaut und vorbereitet. Und zwar ist das CAN-Modul jetzt geflasht hier drin. Wir haben erstmal original Funktionalität und dann habe ich hinten in den Prozessor habe ich ein Toslink-Kabel eingesteckt mit dem USB auf Toslink-Adapter, wo jetzt hier mein Handy dran hängt. Und jetzt haben wir die Funktion, man sieht es auch hier, also Volume in Vehicle wird ausgelesen und für den DSP umgesetzt. Damit kann ich auf jeden Fall schon mal im Professional-Modus den dynamischen Equalizer steuern, dass also immer die richtige Abstufung zwischen Low Volume und High Volume gewählt wird, je nach eingestellter Lautstärke. Der Mosconi DSP arbeitet also jetzt dynamisch dem Equalizer des Hyundai entgegen. Das ist der eine Punkt. So, dann habe ich eine Umschaltung reinprogrammiert, wenn AUX als Quelle gewählt wird. Dann wird die Triggeroption 3 aktiv. Triggeroption 3 ist gesetzt SPDIF-Eingang. Und jetzt habe ich hier bei voller OEM-Funktionalität eine digitale Quelle direkt an den DSP angebunden. Das ist schon mal eine schicke Sache. Und dann ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen. Und zwar geht das nicht nur bei AUX. Wenn ich diese Verbindung jetzt einmal trenne und jetzt wähle ich am Radio Bluetooth Audio als Media, stecke dann die Verbindung rein
dann spielt die Musik über USB digital direkt in den DSP. Ich habe volle Regelmöglichkeit, aber die Steuerverbindung Bluetooth bleibt bestehen zwischen Radio und Handy. Das heißt, ich habe volle Touchscreen-Funktionalität, kann mein Handy über das Werksradio steuern, in der Lautstärke regeln, habe aber trotzdem die direkte Digitalverbindung in bester Qualität in den DSP. So, auch Telefon funktioniert. Er schaltet automatisch wieder zurück. Volle Funktionalität. PDC funktioniert weiterhin. Ich habe also das Handy hier schon mal komplett als digitale Quelle bei 100%igem OEM-Komfort eingebunden. Ja, damit ist Tag 2 auch schon wieder vorbei. Wir haben heute CAN Bus soweit ausgelesen, dass wir eine separate Quelle, eine HiFi, eine Hi-Res-Audioquelle, was auch immer, neben dem Hyundai Werksradio einspeisen können. Diese Quelle aber über das Hyundai Radio komplett steuern können, sowohl Lautstärke als auch Skip-Funktionen, Ordnerfunktionen und so weiter. Wir haben die wesentlichen Komfortfunktionen aus dem CAN Bus erschnüffelt und setzen die im DSP um. Damit funktionieren auch bei separaten Quellen PDC, Freisprecheinrichtungen, Navigationsdurchsagen und so weiter einwandfrei. Wir haben also keinen Komfortverlust, das Auto funktioniert einfach, aber wir haben neben dem Hyundai Werksradio eine hochwertige Quelle integriert. Was ist dabei noch abgefallen? Wir können den dynamischen De-Equalizer im Mosconi DSP direkt vom Hyundai Werksradio steuern lassen. Das ist ein großer Vorteil, damit funktioniert der 100% präzise. Und ganz nebenbei ist noch hinten runtergefallen ein echter Hardware-Remote. Das heißt, die komplette Anlage wird nicht mehr über High-Level-Erkennung, Auto-Sense-Erkennung geschaltet, sondern wirklich durch eine Hardware-Remote-Leitung, sobald das Radio aus ist, sobald ich AV off mache oder ähnliches oder das Auto abschließe, geht die Anlage auch sofort aus und nicht erst 5 Minuten später, wenn CAN Bus Ruhe eintritt. Okay, soweit für heute. Ich bin sehr zufrieden für den zweiten Tag. Morgen werde ich dann versuchen, den SPDIF-Ausgang des Hyundai-Radios irgendwie nutzbar zu machen. Wie gesagt, ob es mir gelingt, kann auch sein, dass ihr 2 Tage nichts von mir hört. Dann war es ein bisschen komplizierter, aber ich bin eigentlich guter Dinge. Okay, soweit. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.